Ja, hallo, liebe Leute, euer Motorradtourer grüßt euch. Heute zu einem besonderen Video. Ihr seht ja schon, wenn ich mein BMW-T-Shirt, mein GS-T-Shirt anhabe, dann muss eine ganz besondere Veranstaltung sein. Vor kurzem flatterte vom Motorradhaus Prinz in Hüttlingen eine Einladung für die Vorstellung der R1300 GS bei mir ein. Also meine Kumpels angerufen und da sind wir also am Abend hingefahren und haben uns dieses wirklich toll gewordene Motorrad zum ersten Mal live angeschaut. Seht euch dieses Kurzvideo an und ja, macht euch eure eigene Meinung. Ich würde euch empfehlen, fahrt zum BMW hinter, schaut sie an. Also mir gefällt sie außergewöhnlich gut und wer weiß, ob es in Zukunft nicht auch irgendwann mal wieder eine BMW gibt. Also, viel Spaß beim Ansehen des Kurzvideos. Super wäre natürlich, wenn ihr ein Like da lassen würdet oder wenn ihr den Kanal abonniert. Also, jetzt aber viel Spaß beim Ansehen. Hallo, liebe Leute. Euer Motorradtourer grüßt euch. Hier vom Motorradhaus Prinz, BMW-Vertragscenter in Hüttlingen. Hier steht sie. Das war das erste Modell. 80 GS. Rausgekommen 1980. Und oben, wir sehen neuer, steht die neue, die R1300 GS in einer sehr guten Ausstattung. Und die hat der Motordeck war wirklich top. Und ihr seht ja im Video, dass sie sehr viele Teile und es ist ja sehr viel neu in dem Motorrad. Guckt es einfach an und wenn ihr Fragen habt, schreibt doch, aber bitte nicht mir, sondern im Motorradhaus Prinz in Hüttlingen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß, wenn ihr das Ding kauft und viel Spaß beim Fahren dann. Also, bis dann, euer Motorrad. Erstmal herzlich willkommen, liebe Kunden, liebe Freunde vom Motorradhaus Prinz. Herzlich willkommen zur Vorstellung der neuen BMW R1300 GS hier bei uns. Ich möchte erstmal sagen, ich freue mich riesig, wahnsinnig, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es übertrifft wirklich unsere Erwartungen, damit haben wir nicht gerechnet. Ja, wie einige von euch mitbekommen haben, Peter und Theresa verweilen gerade auf dieser Linie. Die haben sich aus dem Staub gemacht. Lassen es sich dort gut gehen. Und deswegen müssen wir halt mit uns Vorlieb nehmen. Also ich bin die Magda Prinz, falls ihr mich nicht kennt. Das hier ist der Dieter Eisenmann, unser Serviceleiter. Ja. Und Tücken der Technik sage ich, wir haben einen Livestream zu unseren Kunden in Sardinien. Von hier aus ein Hallo an euch, damit auch ihr diese Vorstellung miterleben könnt. Ganz liebe Grüße. Und weil der Peter ja nicht da sein kann, haben wir jetzt eine Telefon-Live-Schaltung. Er würde gerne auch noch ein paar Worte zu euch sagen. Ich hoffe, es funktioniert. Hoffentlich besser. Ton funktioniert übrigens auch nicht. Ja, aber ich, Ja, funktioniert nicht aus dem See. ja, also, das soll mal nebensächlich sein. Dann müsst ihr wirklich ohne Peter hinkriegen. Aber ich glaube, das schaffen wir alles, oder? Gott. Also, da ich Sie von euch nicht länger auf die Folter spannen will, könnte ich jetzt hier noch weitere Details erzählen. Aber Musik! Tusch. Sehr schön, kleine Musik, aber Startet schon? Ja, da ist sie, das gute Stück. Ja.
So, die Besichtigung ist jetzt eröffnet. Da wird ein Baueffekt raus. Ja, ich hatte ja hier auf der Vorstellung noch einige Gespräche mit BMW-Fahrern, die seither eben schon eine GS fahren bzw. gefahren sind. Ja, wie ich auch eben. Also die neue kommt wirklich bei allen sehr gut an. Etwas kritisch wird jetzt gesehen, dass sehr viel Plastik verbaut ist. Zum Zweiten der Preis, da sind viele sehr am Zweifeln, aber gut, das ist ja immer so, aber trotzdem verkauft die sich. Und das Dritte war, was bei BMW halt immer so ein bisschen Thema ist, die Qualität im ersten Jahr. Aber ansonsten wirklich kam sie sehr gut an und ich wünsche dem Motorradhaus Prinz, dass sie viele verkaufen und ja, nächstes Jahr wird man es auf den Straßen sehen, da werden einem schon einige mit dem neuen Lichtdesign vorne entgegenkommen. Und natürlich, nicht zu vergessen, ein herzliches Dank ans Motorradhaus Prinz für die Einladung. Es ist doch immer wieder schön, bei so einer Premiere dabei zu sein. Ist was ganz Besonderes. Also, danke. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis bald, euer Motorradtourer.